This episode is all about street food. Wow, so good. With a very special touch. We got street food, Viennese style. Der eine Big Mama, ist sie nach dir benannt, oder? Lukas Mraz, 2-star Michelin chef, culinary nomad, and enfant terrible, shows us his favorite spots to be. Für mich wirklich das beste Würstelstand. Why in Vienna, sausages are the culinary tradition in many forms. And his personal, extremely delicious vegetarian interpretation of Viennese food stand culture. How? Hungry for more Vienna. Auf Würsteln und Wien. First stop, not a classic Würstelstand, but for Lukas, a go-to place with old and tasty memories, which are about to get revived at 10 in the morning. Guten Morgen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich würde gerne einen Pferdeleberkäse essen. Ja. Wir haben heute normal, scharf, Käse oder einen scharfen Käse. Scharfer Käse. Scharfer Käse, eine kluge Entscheidung. Und nicht zu dünn, bitte. Ja, als Portion. Ne? Bitte Danke. schön gleich einmal reinbeißen, Danke. der scharfe Käse. Ich habe gehört, du warst ja mit dem Opa auch schon immer da bei uns, oder? Ich habe damals eher Leberkäse gegessen, mein Bruder und der Opa immer Käse-Leberkäse. Und dann am Weg zum Restaurant haben wir immer noch bei der Trafik gehalten und haben uns Pickerl aussuchen dürfen für die Pickerlheftung. Horse meat as a snack may sound strange for nearly everybody, but not here in Vienna. Here, the meat is compared only with the best of the best. Wirklich, das ist so wie beim Kobe-Rind. Ja, natürlich. Weil es eben in der natürlichen Haltung und immer in der Bewegung ist. Ja, natürlich. Ne? Was will man noch mehr? Vor allem auch, wir machen über 130 Produkte. Also bei uns gibt es Frankfurter Depreziner, Käsekreiner, Frankfurter Depreziner, Käsekreiner, die Gusterstücke, extra Kranzeln, Pastrami vom Pferd, Pfefferkruste oder ein Pferdehonigschinken. Alles mit Pferdefleisch. Wow. Ich liebe ja generell beim Leberkäse das Scherzerl, was auch viele immer einfach nicht einmal servieren, wegschneiden und nehmen. Aber das Gute ist am Scherzl, dass du ja mehr Kruste hast natürlich und es ist innen trotzdem, es ist halt einfach ein bisschen knuspriger, mehr von diesen Röstaromen vom Backen einfach. Wow. So gut. Gibt nichts Besseres wie ein gut Scherzerl. Wow. Wow, ist so lecker. So, möchtest du kosten? Ein bisschen würziger einfach, gell? Und wegschmeißen wollen wir da nicht. Es ist einfach besser, finde ich, ein Pferdeleberkäse als wie ein normaler. Ich nehme eins mit viel Käse. Es war sensationell. Danke vielmals, gell? Tschüssi. Tschüssi. Das ist der älteste Würstelstand Wiens, der Leo. Old meaning really old. 1928 was the year that this Würstelstand was born, in a time when street food literally meant on the street. Today, Leo is famous for his special treat. Boah, das ist ja riesig, das Würstel. Ja, das ist unsere Big Mama. Okay. Halber Kilo Käsekreiner. Gibt's nur bei uns. Wir würden sie gerne herrichten, damit sie Nein, siehst, hör auf, nein, ich muss ja heute noch so viel essen. Das kriegst du nirgends. Das kriegen wir nirgends. Das kriegst du nirgends. Okay, aber dann nehmen wir auf alle Fälle eine Big Mama. Ist sie nach dir benannt, oder? Nicht? Unbedingt auch ein paar scharfe. Okay, und aber früher gab es ja eher nur Käsekreiner, oder? Oder gab es immer schon so Frankfurter und so? Also bei meinem Opa, da gab es Burenwurst mit der Ware. Burenwurst, Frankfurter, Bratwurst, Depreziner, Waldviertler, Käsekreiner, and many more. Today, Wurst is more than just one brand. Die Mutter aller Käsekreiner. Wahnsinn. Es gibt Kunden, Stammkunden, die essen es alleine.
Sehr gut. Danke. Freut mich. Man muss ja ein bisschen dazu sagen, die Wurst an sich oder jetzt beim Würstelstandl, es ist ja eigentlich das Wiener Sushi. Normalerweise isst man dann auch zum Sushi Wasabi, was Saures wie den Ingwer. Also ich finde die Beilagen extrem wichtig. Der Pfefferoni, der Scharfe, das Arschpfeiferl. Die Pfeife wissen wir eh, was das ist. Und der Arsch ist bei uns der Hintern. Und natürlich, wenn es sehr scharf ist, hat man am nächsten Tag ein Arschpfeiferl, weil es ein bisschen brennt und ein bisschen lauter wird. So, meine Lieben. Die Chefin schimpft schon, dass es fast kalt ist. So, Essiggurkel noch hinterher. Ich bin das Würstelwalraus. Dürfen wir, glaubst du, auch noch was Vegetarisches probieren? Ja, dann haben wir noch eine vegetarische Bosna. Ja, bitte. Oh, geil. Ja, sicher. Schon super fürs älteste Würstelstandl, dass sie eigentlich relativ modern sind. Danke dir. Danke. Mir kommt so vor, als wäre der einfach gar nicht festgefahren. Da gibt es halt immer wieder neue vegetarische Bosna. Amigo Hotdog mit Avocado. Ja, die Avocado ist sicher gesund. Alle Vegetarierinnen in Wien, auf geht's zum Leo. Danke vielmals. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, macht's weiter so und bleibt für immer die Ältesten. Ja? Tschüssi, ciao, ciao. Danke euch auch, gell? Ciao. From the so-called Stadtbahnbögen, a bustling nighttime spot, our next destination is in the first district, posh, highbrow, and stiff? Right at the corner of the Vienna Stock Exchange, where old money bankers and... Franco! Danke. Was soll ich denn essen? Wir haben so Klassiker wie Burenwurst vom Grill oder aus dem Wasser. Okay, Burenwurst haben wir noch nicht gegessen, das müssen wir nicht Ja, das essen. ist der klassische Esst ihr mit? Auswurst. Ja, wir essen. Ihr habt doch auch Kalamari, oder? Kalamari essen wir auch, ja. Ein Biff da und eine Champagner, würde ich sagen, oder? Champagner, aber wenn, eine große Flasche. Eine große Flasche. Das ist Burenwurst. Alles wurscht? Simple as that. But with an approach that shoots the old tradition into a new era. Wir fahren Wien heute. Prost. Auf Würsteln und Wien. Seht dasselbe. Macht sie noch so fermentiertes Zeug oder gar nicht mehr? Ja, doch. Danke. Danke. Ich kenne nur die Jumbo-Käse, keiner mehr. Die habe ich schon gerade gehabt. Ja, Big Mama. Big Mama, super. Eigentlich seid ihr ja schon so ein bisschen der Jüngste, kann man jetzt so nicht sagen, aber modernster finde ich auf alle Fälle. Ja, vom Konzept wahrscheinlich ein bisschen der modernste. Das ist der qualitativ hochwertige Würste, was Gutes eingelegtes, gescheite Weine, gescheite Biere. Das ist eh so einfach eigentlich. Ja. Meine Mutter ist ja auch Riesenfan, die ist ja jedes Mal, wenn irgendwer Geburtstag oder auch Begräbnis vom Opa, Begräbnis hat sie auch da den Leichenschmaus, die letzte Wurst quasi. Auch da, also es ist einfach ein schönes Platzl da, es passt einfach alles irgendwie, gell? Man kann sich da hinsetzen, es ist gemütlich, man ist in der Mitte von der Stadt, gell? Es gibt nicht nur Würstel, es gibt auch eben anderes Zeugs, also es ist einfach ein bisschen moderner und jünger, finde ich. Aber es ist auch geil, weil sich der erste Bezirk auch wieder so ein bisschen neu definiert, gell? 1, 2, 3, 4. This one's for the crazies out there, the misfits, the rebels, the troublemakers, and the hotheads. Because scharf means spicy, as in really spicy. Wien-Tour? Wien-Würsteltour. Ja, Das Beste kommt zum Schluss, oder? was ganz Geniales aus der Testküche, das musst du unbedingt probieren. Ich bin dabei. Und zwar scharfe Berner Okay, mit einem luftgetrockneten Speck. Ich bin dabei. Aber wir wollen uns schon auch scharf essen, gell? Natürlich, natürlich. Also ich habe da drüben gerade Polizeischüler, die haben gerade das schärfste gegessen, was ich habe. Ich habe ein Und? bisschen Magenprobleme. Oh. Geht's? So, Geht's schon Schnackerl, oder was? Genial. Das ist der René. Wer bin ich? Hallo? Eigentlich zum scharfen René für mich wirklich einer oder das beste Würstelstandl. Der Lukas ist verewigt da auf meiner Kochecke auf Wall of Fame Mit Freundin. mit Freundin hier. Das war nämlich der erste Tag, wie er da war. Aber wie lange machst du es jetzt schon? 17 Jahre, seit 17 2005. Und du warst schon immer scharfer René. Na, ja, scharf war ich schon immer, aber eigentlich komme ich aus der gehobenen Gastronomie. Die Ambition war immer, so wie beim Luki,
Top-Produkt haben und eigentlich das Normale ein bisschen besser machen. Ja? Du willst wirklich so richtig leiden? Ich würde aufsteigend machen. Aufsteigend. Und zum Schluss was Leidendes. Da haben wir jetzt die Scotch-Bohne drauf. Das hat 1 Million Scoville hier links. Und das hat 1,4 Millionen Scoville. Scharfe Burenwurst, 2 Millionen. Carolina Reaper mit 2,4 Millionen. Wer macht mit dem Tasting? Bist du scharf? Es geht. Wo willst du einsteigen? Da ungefähr, oder? Bei Mittel einsteigen. Ja, da. Mittel. Ist das Mittel? Nein, nicht das, nicht. Nein, das da, ja. Das Leichteste jetzt. Das Leichteste, das war's leicht. Nein, das war das Schärfste. Ja, es geht. Schnell runterschlucken, dann tut's nur im Magen weh. Ich, Jetzt wird's scharf. Das stimmt. Das kann nicht aus. Also, aber es ballert. Kurz telefonieren. Luki, willst du abbeißen oder anschlecken? Was ist das? Das ist was. Extrem arges aus dem Garten. Also das haben wir da vorne benutzt zur Chili Challenge. Aber braucht man dann Waffenschein oder was? Luki, das ist wirklich scharf. Mit Wurscht? Das ist wirklich scharf. Der Luki, das ist wirklich hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Schon scharf. Aber ordentlich, oder? Schon scharf, ja. Werner? Was zum Abkühlen? Genau. Trinkt aber nichts. Now from the streets to the sacred dining halls of Mraz Sohn, I'm about to find out how Lukas transcends experience and inspiration, adds a touch of the mad genius, and transforms it all into pure heavenly delight. Well, what are we going to be doing today? Tell me. So we make a Käsekreiner falafel. Okay. Yeah, so there's cheese in the falafel. But I'm gonna get the tray. These are the lobster rolls. They're ready with put a lot of miso garlic butter inside, so they're soaking a little bit, yeah. Sweet habanero. Bye. Okay. That's like a party trick. Yeah. It's not spicy. Ah! No, okay. No. This is rice flour with a little bit of normal flour for the falafel because we're gonna fry it. Pickles, very important. But this is pickled elderflower. Sumac. Sumac, you know sumac? Yeah, sumac. Paprika oil. That's really nice. Then we have fresh yuzu. Yuzu is a citrus fruit from East Asia usually, but we have in Schönbrunn. Okay. There is the orangerie. This is lemon chili sriracha. My father makes it always every year in the summer. We make sriracha. Kind of sweet fermented. Some raw onions, and this is a vegan mayonnaise made from sunflower seed tahine. Ingredients from Austria, sunflower seeds instead of sesame seeds. So this is the falafel Käsekreiner, and I just added 18-month-old Vorarlberger Bergkäse. So these ones go in the fryer. The kitchen. And we're gonna prepare a little salad. In Turkish cooking, you eat a lot of like shallot, parsley, sumac salad, you know, that's also here the inspiration because you take the acidity from the sumac. Okay. Yes. Yeah. Crunchy, cheesy bits. So we do next. Sauce. Some sriracha. Ooh. Yuzu skin. How? How did you just make the most perfect looking thing too? And you've been talking to me and doing other things and not even paying attention. I'm ready. Wer möchte kosten? Who's down for the joy? Everybody come. Cheers. Kann noch weitergeben. If you like what you saw, you can go to our channel, hit subscribe to see more. Thank you, Lukas. Until next time, cheers. Servus from Vienna.